I've seen the yellow lights go down the Mississippi. I've seen the bridges of the world and they're for real. I've had a red light on the wrist without me even getting kissed. It still seems so unreal. Ich frage mich, wer das ist. Kennst du sie? Ich dachte, es ist eine von Jens Studentinnen. Nein, er bevorzugt jüngere Semester. Trotzdem würde ich gerne wissen, wer sie ist. Mhm. Ich auch. Also, diese Teeplantage ist eine fantastische Ferienanlage. Der Golfplatz ist ungepflegt. Der Golfplatz ist doch nicht ungepflegt. Katharina, sag was, du warst doch auch schon da. Ich finde auch, dass er ungepflegt ist. Woher willst du das wissen? Du hast doch deinen gesamten Urlaub in deinem Häuschen am Laptop verbracht. Ja, aber mit Blick auf einen ungepflegten Golfplatz. Mit Frauen sollte man über sowas nicht diskutieren. Schönes Buffet. Sie haben heute wohl noch kein Kompliment bekommen. Das stimmt zwar, aber im Allgemeinen bringt mich das nicht so sehr aus der Fassung. Ah, ihr habt euch schon bekannt gemacht. Nein, wir sind gerade dabei. Katharina. Maren. Ich bin ja die Gastgeberin, ich der ungebetene Gast. Aber nein, bei unseren Partys sind oft Leute, die ich nicht kenne. Sag mal, Jens, du spielst doch auch Golf. Nee, ich schlafe noch mit meiner Frau. Hier seid ihr. Katharina, kannst du mal nach den Kindern gucken? Wir sollten jetzt langsam ins Bett. Ja. Er hat mehr Autorität als ich. Sagen Männer immer, wenn sie sich drücken wollen. Meistens funktioniert's ja auch. Wollen wir noch mal tanzen? Danke, ich muss auch jetzt los. Ach, bleib doch noch ein bisschen. Kinder haben Sie auch? Zwillinge, 13 und 13. Ich sollte wohl doch mal nach Ihnen schauen. Ich muss jetzt auch gehen, ich habe morgen ein Vorstellungsgespräch. Ach, keine Angst. Die laufen sowieso immer nach demselben Muster ab. Kann sein, aber für mich hängt viel davon ab. Warum? Ich bin seit einem halben Jahr ohne Arbeit. Da sind Sie. Also viel Glück morgen. Und sag bloß nichts von deiner Arbeitslosigkeit. Diese Partys machen mich um Jahre älter. Was soll ich denn sagen? Ich habe die letzten Gäste rauskomplimentiert und auch noch für die Kinder das Frühstück gemacht. Och, du tust mir so leid. Es tut dir gar nicht leid. Stimmt. Deine Augenringe wirken ja auch erotischer als meine. Wirklich? Frag deine Studentin. Na, wenn du meinst. Meine ich. Und dass du ab jetzt das Frühstück immer übernehmen könntest. Halt, komm bitte. Och, nee. Morgen, Katharina. Denken Sie an Ihren Vortrag? Natürlich pausenlos. Hanna, morgen ab 10 ist wieder Training mit dem Personaltypen und übermorgen müssen sämtliche Unterlagen. Guten Morgen erstmal. Morgen. Sie sollen bitte sofort zu Herrn Grosser kommen.
Nein, das geht jetzt nicht. Er ist in einer Besprechung. Ich sollte sofort zu ihm kommen. 3 Minuten, Katharina. Ja, die habe ich jetzt nicht. Ich komme in Nein. 2 Stunden. Katharina. Morgen, Leo. Guten Morgen, Katharina. Gibt's Probleme? Ja, Katharina, ich mache mir Sorgen um unser Großprojekt. Ach, wir müssen das nur einen Monat verschieben, dann haben wir die perfekte Präsentation. Sie wissen genau, dass wir uns eine Verschiebung nicht leisten können. Und deshalb möchte ich Ihnen gern jemanden vorstellen. Wie vorstellen? Sie brauchen Unterstützung, Katharina. Ich sehe doch, wie überlastet Sie sind. Ich freue mich natürlich über jede Unterstützung, aber gerade bei diesem Projekt. Gerade bei diesem Projekt werden Sie besonders brauchen. Kommen Sie, Sie werden nicht enttäuscht sein. Ah, hallo. Wie geht's? Könnte nicht besser sein. Darf ich Sie miteinander bekannt machen? Katharina Nordberg, Maren Rieger. freut mich, Sie kennenzulernen. Dann setzen wir uns doch. Frau Rieger wurde meinem Sohn empfohlen. Und wir haben dabei sofort an Sie gedacht, Katharina. Sie verfügt über große Erfahrungen und wir glauben, dass sie genau die richtige Mitarbeiterin für Sie ist. Erzählen Sie doch mal ein bisschen was über sich. 3 Jahre State College in Princeton. Dann habe ich in Frankfurt 4 Semester BWL studiert, Diplom in Soziologie. Und dann war ich 2 Jahre lang Unternehmensberaterin bei der Firma Kehr und Söhne. Fachbereich chemische Industrie. Na, hört sich doch gut an, oder? Und sonst? Maren, Frau Rieger, war im letzten Jahr... Das reicht mir. Sie haben eine sehr gute Ausbildung. Könnten Sie sich denn vorstellen, bei mir als Assistentin zu arbeiten? Von Assistentin hat mir Herr Grosser nichts gesagt. Ach so? Welcher Herr Grosser? Dieser Herr Grosser von Nordberg. Ich bin der Meinung, dass Frau Rieger mit dieser Ausbildung durchaus mehr inhaltliche Verantwortung übernehmen kann als jeder normale Assistent. Assistentin. Aber darüber rede ich mit ihr persönlich. Außerdem dürfen Sie nicht Ihre praktische Erfahrung in selbstständiger Arbeit verachten. Alles Übrige wird sich an den konkreten Aufgaben ergeben. Naja, Sie werden sich schon zusammenraufen. Dass ich Sie so bald wiedersehe, hätte ich allerdings nicht gedacht. Ich auch nicht. Sagen Sie bloß, ich wusste nichts davon. Ich wusste nichts davon. Naja, besser, als wenn Sie mir irgendjemand Fremdes vorgesetzt hätten. Vorgesetzt? Naja, bis jetzt hatte ich auch keine Assistentin. Mitarbeiterin. Ja, darüber reden wir dann noch. Müde? Ich konnte gestern nicht so früh gehen wie Sie. Wir sehen uns morgen um 9. Übrigens. Danke. Wofür? Sie hätten mich auch auffliegen lassen können. Nee. Hier lässt mir auch noch was übrig. Du bist mit Tischdecken dran. Ist sie schon da? Eben gekommen. Ich muss es ihr noch sagen. Lass sie bei Papi unterschreiben. Hauptsache, der sagt ihr nichts. Dein Problem. Und du sagst ja auch nichts, klar? Die flippt doch wieder aus. Was soll sie mir nicht sagen? Hi, Mama. Schon wieder eine 6 in Mathe? Das kann doch nicht wahr sein. Ist das Dummheit oder Faulheit? Ist das scheißegal. Ich bin eben nicht so beschissen ehrgeizig wie du.
Hallihallo, was gibt's zu essen? Ich habe einen Riesenhunger. Ich war in der Sauna. Oh, nichts Warmes? Hättest du dir eine Pizza mitbringen können? Oh, wie ist die Stimmung? Er hat schon wieder eine 6 in Mathe. Na, kann ja nicht jeder eine 1 haben, ne? Sag ich doch. Aber es gibt schon noch einen Unterschied zwischen 1 und 6, oder? Mein Sohn ist eben fürs Extreme. Genau. Na, wunderbar. Jetzt sei doch mal nicht so verbissen. Stimmt, Mami, du bist aber wirklich ziemlich scheiße drauf. Relax. Jetzt reicht's mir aber. Ich habe einen harten Tag hinter mir. Ich komme nach Hause, mache euch das Abendbrot, kümmere mich um eure Hausaufgaben und dann muss ich mir auch noch anhören, dass ich schlecht drauf bin. Och, Mami, hat dich heute irgendjemand geärgert? Ach, sehr witzig. Was ist denn los? Scheiß Tag gehabt? Grosser hat mir heute eine neue Mitarbeiterin vorgesetzt, weil er meint, ich schaffe die Arbeit nicht. Lass ihn doch. Hast du wenigstens Zeit, ein bisschen kürzer zu treten? Ja schon, aber ich finde das ziemlich unangenehm. Das ist Anna. Ohne es mit mir abzusprechen vorher. Du schaffst das schon. Wer ist Anna? 4. Semester. Ihr Büro. Blumen. Sind die von Ihnen? Ja. Wie nett. Und das sind die Unterlagen der Firma Reb? Das sind die Analysen, Zielsetzungen und Forschungskonzepte. In diesem Heft methodisches Herangehen. Es geht um ein Auftragsvolumen von 1,5 Millionen. Und Sie haben Terminprobleme. Hat Grosse Ihnen das gesagt? Haben Sie einen Grundriss der Fertigungsstätten? Nein, nur eine Beschreibung. Aber das bringt doch nichts. Da können Sie sich gleich verdient machen. Und welche Methodik haben Sie zugrunde gelegt? Doch nicht hier. Den alten Bromme. Der ist doch längst überholt. Das sehe ich aber nicht so. Kennen Sie die Systemanalyse von Hill? Auf die würde ich mich stützen. Ich schlage vor, dass Sie sich erstmal gründlich mit dem Material befassen. Und dass wir danach diskutieren. Gut. Wann? So in einer Woche? 3 Tage reichen mir. Danke nochmal für die Blumen. Erkälten Sie sich nicht. Hat dich jemand gesehen? Glaub nicht. Dann schieß mal los. Was hättest du mir vorher sagen sollen, dass die Kiste so verfahren ist? Das wusste ich nicht. Sie lässt mich ja nicht an ihre Unterlagen ran. Kann ich verstehen. Also sie hat die Ausgangslage sehr gut analysiert, aber nicht im methodischen Herangehen umgesetzt. Konkret? Um diese Firma Reben zu reorganisieren, müssen ganze Fertigungsbereiche räumlich umstrukturiert werden. Völlig neue Formen. Jedenfalls ein Riesenprogramm. Das ist doch wunderbar. Da kannst du dich doch sehr gut profilieren. Ob sie das zulässt? Ganz sicherlich nicht. Und das würde ich übrigens auch nicht, wenn ich seit über 10 Jahren auf einem und demselben Stuhl säße. Da musst du dich schon ein bisschen anstrengen, Marin. Ist aber nicht so einfach. Ja, aber es lohnt sich. Ich meine, ich kann ja verstehen, dass sie nach so langer Zeit betriebsblind wird, aber ich kann nun wirklich nicht aus lauter Nächstenliebe zusehen, wie sie eines unserer wichtigsten Projekte in den Sand setzt. Ja, klar. Du musst ja unbedingt die inhaltliche Verantwortung aus der Hand nehmen. Sag ihr einfach, du willst sie entlasten. Ja, aber ich kann doch nicht einfach so... Ich bin doch auch noch da. Hast du mal eine Mark? Platz 3. Du wirst noch mal mit arbeiten. Kopier mir doch sicherheitshalber mal alle Unterlagen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Was soll das heißen? Wir hatten doch besprochen, dass du mir alle Informationen besorgst. Ja, schon. Du weißt schon noch, dass ich dir den Job besorgt habe. Naja. Du darfst doch nicht vergessen, dass ich mit dir frischen Wind in die Bude bringen wollte. Wir waren noch mal ein ganz gutes Team, ne? Bis dann. Tschüss, tschüss. Hey, was machst du denn schon hier? Siehst du doch, ich kopiere die Unterlagen für die Konkurrenz. Lass, ich mach schon. Du siehst ja heiß aus. Danke. Ich tu dir schon nix. Schade. Warum eigentlich nicht? Ach, Sie sind auch schon hier. Guten Morgen. Viel zu kopieren? Ja, gibt genug zu tun. Hier ist Katharina. Hallo, Will. Hör mal, ich habe eine Bitte. Und zwar hat sich bei mir jemand beworben und ich bin nicht ganz sicher. Ist
Maren Rieger. Mit ihr, ja. Hat zuletzt bei Kehr und Söhne gearbeitet. Kannst du da was rauskriegen? Ich meine nicht. Bist ein Schatz. Sind wir nach der Analyse zu folgendem Ergebnis gelangt. Die Personalkosten liegen deutlich über dem Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen, wie etwa Vergleichbare Unternehmen wie etwa? mit Frau Rieger verstehen Sie sich wohl ganz gut. Die ist in Ordnung. Freut mich. Kennen Sie denn privat auch ein bisschen? Kaum, wir waren mal zusammen essen, aber sonst... Sie waren essen? Ja, sie hat mich eingeladen. Warten Sie bitte draußen. Sie flirtet immer ein bisschen mit mir. Sie flirtet? Die steht auf Frauen, wussten Sie das nicht? Nein. Naja, geht mich auch gar nichts an. Und weiter? Müssen Sie sich keinen Vorwurf machen. Wirklich, Betty, Sie haben einen wundervollen Vortrag gehalten. Woher haben Sie nur diese Erfahrungen? Wir besprechen das morgen dann, ja. Ja, tschüss. Wer ist Betty? 4. Semester. Bist ja so lieb zu mir. Warst du mir untreu? Auch aus dem Alter bin ich doch raus. Stimmt. Und du? Weißt du übrigens, wer meine neue Mitarbeiterin ist? Diese hübsche junge Frau neulich von deinem Geburtstag. Welche von den vielen? Na, die, mit der du getanzt hast. Ach, die. Ich glaube, die fand mich sehr interessant. Ach so. Bist du eifersüchtig? Rasen. Das ist gut. Ich habe gerade mit Will über sie gesprochen. Sie hatte eine glänzende Karriere vor sich, die irgendwann mal abgerissen ist. Weil die Firma, in der sie Managerin war, pleite ging. Sie musste die Verantwortung übernehmen, dann war sie arbeitslos. Schade, dabei sieht sie so gut aus. Sie ist wahnsinnig ehrgeizig. Ich liebe ehrgeizige Frauen. Ich traue ihr nicht. Ach, ihr Frauen, wenn ihr Umsicht hättet, würdet ihr euch gegenseitig die Augen auskratzen. Ich muss Sie dringend mal sprechen. Das muss Zeit haben bis heute Nachmittag. Ja, aber ich sag ja, es ist dringend. Ich habe einen auswärtigen Termin. Es ist wichtiger als Ihr Termin. Worum geht's denn? Um die Firma Reben. Ich habe da angerufen und mit dem Geschäftsführer gesprochen. Frau Nordberg? Ja. Er meint, wenn wir nicht fristgerecht liefern, dann suchen Sie sich eine andere Unternehmensberatung. Wie kommen Sie dazu, dort anzurufen? Ja, wir arbeiten zusammen an dem Projekt. Eben. Vielleicht informieren Sie mich vorher mal. Das ist doch wirklich egal in so einer Situation. Anna? Ich bin in 2 Stunden wieder da. Ja. Mir ist es nicht egal. Bisher war es immer so, dass ich den direkten Draht zu unseren Auftraggebern hatte. Da machen wir es dieses Mal eben anders. Sie hatten die Aufgabe, das Material durchzuarbeiten, mir Folien und Vergleichsstudien anzufertigen. Sind Sie fertig damit? Ja. Und ich kann auch gleich noch Fenster putzen und Blumen gießen und was Sie sonst noch so an Aufgaben für mich haben. Irgendwie werde ich den Eindruck nicht los, dass Ihnen was nicht passt. Genau. Herr Grosser hat mich als wissenschaftliche Mitarbeiterin angestellt. Dann sollten wir unser nettes Gespräch bei Herrn Grosser weiterführen, wenn ich zurück bin. Als ich hier eingestellt worden bin, hat man mir gesagt, ich sei die Mitarbeiterin von Frau Nordberg. Jetzt mache ich aber die Arbeit einer Sekretärin. Wenn Sie wüssten, was die Arbeit einer Sekretärin ist. Das ist mir doch egal. Ich will inhaltlich mitarbeiten, nicht diesen stupiden Kleinkram. Folien beschriften, Dokumentation sammeln. Das ist doch Zeitverschwendung. Wie stellen Sie sich denn da Ihre Mitarbeit so vor? Ich möchte in diesem Projekt gerne Forschungskonzepte, Methoden und Vorgehen übernehmen. Das heißt, Sie wollen die gesamte inhaltliche Verantwortung übernehmen? Nicht die gesamte. Ach so. Was haben Sie denn mir für eine Aufgabe zugedacht? Soll ich vielleicht jetzt die Folien beschriften? Es bleibt ja noch die Formulierung der Ausgangslage und Zielsetzungen. Genau, und das ist die Arbeit einer Assistentin. Die Sie mir zugedacht haben. Richtig. Ja, meine Damen, vielleicht könnten wir jetzt mal... Also gut, Vorschlag. Sie erarbeiten Ihr Konzept. Ich meins. Das schaffe ich nämlich in der Zeit. Und dann wird eine neutrale Person beurteilen, welches das Bessere ist. Tja,
Also der Vorschlag ist zwar etwas ungewöhnlich, aber... Sehr ungewöhnlich, in der Tat. Und ebenso sinnlos. Entweder Sie akzeptieren meinen Vorschlag oder Oder? unsere Wege trennen sich. Dann trennen sich unsere Wege.